Hallo ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch mal verschiedene Aufbissbehelfe vorstellen. Es gibt da ja unzählige, aber einfach nur was ich ausprobiert habe und was bei mir funktioniert hat und was bei mir nicht funktioniert hat. Wenn der Biss nicht richtig passt und man mit Knirschen und Zähnepressen und so weiter zu tun hat, dann kommt man unverweigerlich auf die Idee oder wird auf die Idee gebracht vom Zahnarzt, doch eine Schiene zu tragen. Ich habe also dann vom Zahnarzt eine Schiene angepasst gekriegt. Eine Knirscherschiene. Das ist quasi so ein Hut für die Zähne. Also wenn einfach eine da drauf steckt. Und das soll dann irgendwie verhindern, dass die Zähne beim Knirschen abgenutzt werden oder man nicht so richtig knirscht oder irgendwie so. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe da auch nur feste drauf gebissen, bis es hier auch so gebrochen ist. Und man sieht ganz viel Abnutzung hier von meiner nächtlichen Knirscherei. Ich weiß von vielen, dass das nicht geholfen hat. Und das liegt wohl daran, dass diese Schiene den Unterkiefer eher nach hinten zwingt, weiter in den Tiefbiss, anstatt zur Entspannung zu führen. Der Unterkiefer muss nach vorne kommen können. Und das, also gerade bei mir funktioniert das nicht. Der Unterkiefer wird weiter nach hinten gezogen, dadurch, dass hier vorne so, also in den Schneidezähnen noch extra Plaste drauf ist, also noch weniger Platz für den Unterkiefer bleibt. Ja, also die habe ich wirklich nur in größter Not getragen und geholfen hat es nicht wirklich. Und vor allem habe ich dafür auch noch einen Haufen Geld bezahlt, also 400 € oder sowas. Ist man dann mal schnell für so ein bisschen Plaste los. Dann habe ich im Internet den Aqualizer gefunden, empfohlen bei CMD. Der Aqualizer kommt aus Amerika, wie vieles. So ist er verpackt. Das ist so hier die Durchschnittsgröße, Ultra, Medium. Den gibt es in verschiedenen Dicken, also dick, mittel und dünn. Das ist jetzt Medium, also mittel. Dann gibt es den auch noch in verschiedenen Breiten, also diese Dinger, die zwischen den Zähnen sind. Das hier ist jetzt die normal Standardgröße, die passt auch den meisten. Den kostet so unter 20 €. Das sind kleine Wasserkissen hier rechts und links. Und die sind verbunden über so einen kleinen Schlauch quasi. Und dadurch findet so ein Ausgleich von rechts und nach links statt. Und gleichzeitig, wenn man die reinmacht, so, sind die Wasserkissen, also rechts und links hier. Und der Unterkiefer kann nach vorne kommen. So. Dadurch entspannt er tatsächlich. Also, wenn ich mal total verspannt bin und eine Nacht das Ding und ich krieg Entspannung. Fürs Dauertragen ist der, naja, nicht so doll. Also man sieht schon, hier vorne bleiben die Zähne auseinander und dann rutscht da meine Zunge dazwischen und reibt dann an den unteren Schneidezähnen. Das ist nicht so angenehm auf Dauer. Und was bei mir auch noch ist, dass ich hier so einen empfindlichen Zahn habe durch meinen Fehlbiss. Und da beiße ich drauf. Da liegt das Kissen auf. Und da beiße ich drauf und dann tut mir halt früh der Zahn extra weh. So, aber vielen hilft es. Mir hat es auch geholfen. Und ja, habe ich schon ziemlich lange verwendet, immer mal wieder, wenn es besonders schlimm war. Damit er länger hält und nicht so schnell Wasser lässt, also da wird mit der Zeit dünner, sollte man den immer einfrieren, wenn man den nicht benutzt. Und damit er besser sich anpasst und diese Kurve hier, so diese Kurve da bleibt, da wird sonst macht er die Grätsche, damit die Kurve da bleibt, sollte man den immer wieder zurück hier in diese Verpackung tun, wo der da so eingespannt ist. So. Ja. Ja, genau. Und mein Problem war auch, dass seit der Atlas-Korrektur mein Fehlbiss stärker zum Tragen gekommen ist. Also vorher hat mein Körper das durch diese Atlasverschiebung kompensiert. Mein Unterkiefer ist immer schön nach links gewandert und ist dem ausgewichen hier vorne.
und dadurch habe ich nicht so dringend eine Schiene gebraucht wie danach. Also ich mache jetzt ja bald eine kieferorthopädische Behandlung, aber ich brauchte jetzt eine Überbrückung, um meine Zähne zu schonen, weil durch den Fehlbiss und nach Atlaskorrektur das richtig ausgeprägt war und meine armen kleinen Zähne da drüben ziemlich gelitten haben. Also habe ich gesucht, was kann ich denn machen? Also ich wollte nicht schon wieder zu irgendeinem Zahnarzt gehen, der mir irgendeine Schiene macht, die dann vielleicht hilft oder nicht hilft. Also da gibt es ja viele Zahnärzte, die sich CMD-Spezialisten nennen und einem irgendeine Schiene machen, die oft eben nicht hilft und vielleicht hilft es auch und dann kostet einen Haufen Geld und dann weiß man trotzdem nicht, ob es da helfen wird. Da muss man x-mal hin zum Einschleifen und naja, jedenfalls habe ich dann im Internet rum recherchiert und geguckt, kann ich mir dann irgendwas selber basteln. Ich bin ja der selber Macht-Typ. Und ich habe mehrmals gesucht und nichts gefunden und ich brauchte aber unbedingt was. Und letztendlich habe ich dann doch eine Idee gekriegt, die mich gerade rettet und die gerade meine Zähne rettet, bis dann hoffentlich die Kieferorthopädie mein Problem löst. Und zwar ist das hier. Das trage ich nachts. Was ist das? Also ich hatte die Idee gekriegt von einer Schiene, die es gibt, auch die Zahnärzte anfertigen und die auch wieder viel Geld kosten. Die JIG-Schiene, also J-I-G geschrieben. Das ist eine Schiene, die nur vorne auf den Schneidezähnen aufliegt und dadurch alle Zähne hinten entlastet. Und das war ja eigentlich das, was ich brauchte für meine armen Zähne da hinten. Und dann habe ich mir das angeguckt und mir gedacht, eigentlich braucht man ja eigentlich nur was zwischen den Schneidezähnen hier vorne ist. Und wenn das irgendwas Weiches ist, was aber immer noch so viel Widerstand hat, dass es halt die Zähne, dass die halt ein bisschen Abstand zueinander haben, dann müsste das ja eigentlich funktionieren. Und da habe ich mir was gebastelt. Aus einer Schwimmnudel. Also das ist so ein Schwimmnudel-Zeug. Und da habe ich mir was zurechtgeschnitten. Die trage ich jetzt immer nachts. Und das funktioniert ganz gut. Also manchmal sind früh die Zähne ein bisschen empfindlich, aber das geht ganz schnell vorbei wieder. Und so als Überbrückung, bis ich dann hoffentlich wieder einen funktionierenden Biss habe, ist das echt super. Also meinen Zähnen geht es so viel besser und ich habe zum Glück was gefunden, was... Also ich habe echt schon Angst gehabt, meine Zähne machen irgendwann die Fliege, weil das echt... Ja, diese ganzen Aufbissbehelfe, also vor allem den Aqualizer und ein Jig-Schienen-Nachahmungsbau sollte man nicht dauerhaft und ständig tragen, weil sonst der Biss hier vorne offen werden kann. Also dann ist hier vorne ständig eine Lücke quasi. Weil die Zähne irgendwie nach vorne kommen und hinten, also bewegt sich dann alles. Also nicht ständig tragen, über Nacht geht und gucken, dass der Biss früh sich auch wieder einrenkt, sonst muss man sich was anderes ausdenken. Aber so als Übergangslösung, bis man eine Dauerlösung hat, ist das echt wunderbar. Ja, das zu meinen bisherigen Lösungsansätzen. Dann zeige ich euch mal noch, wie ich mir meine kleine Schwimmnudel herstelle. So, hier habe ich jetzt eine Schwimmnudel von unseren Kindern. Und da schneide ich mir jetzt eine Scheibe ab. Die sollte ungefähr so ein bisschen weniger als 1 Zentimeter. Also die Höhe kann man nachher noch regulieren. Aber wenn man die Höhe als erstes sofort erwischt, ist es einfacher als hinterher noch rumzuschnippeln. Aber es geht beides. Nur zu dünn wäre blöd. Aber so einen halben Zentimeter, zwischen 1 Zentimeter und 1 Zentimeter habe ich festgestellt. Warte mal, dann nehme ich das große Messer dafür, dann kriegt man einen glatteren Schnitt. So. Man braucht nicht viel. Hier habe ich jetzt hier so, da hat ein Kind schon was abgebissen. So, da nehme ich jetzt ein Stück raus davon. Damit ihr das sehen könnt. So, ungefähr so viel wie in meinen Mund passt. Also ich will ja die vorderen 4 Schneidezähne damit überdecken, also ungefähr so viel brauche ich. So, ungefähr so viel, ungefähr abgeschätzt. So, dann teste ich das und mache meine Zahnabdrücke da rein, damit ich genau weiß, wie groß das sein muss.
So, weiche ich ein bisschen drauf rum. Die Höhe ist ganz gut. So. Jetzt sehe ich da, wo die Abdrücke sind. Und kann mir das noch zurechtschneiden. Also, das soll so ein Streifen sein. Wo die Zähne vom Unterkiefer und die vom Oberkiefer aufliegen können. So, mit der Nagelschere kann man sich das dann noch feiner zurechtschneiden. Aber so grob teste ich wieder. Was habe ich denn da? Da ist noch der Eckzahn mit dabei. Und da auch, also noch was aufschneiden. Warte mal. So, passt das jetzt? Ja. Oh, das ist gut. Ich möchte das noch ein bisschen drücken. So. Sieht man meine Zahnabdrücke hier drin. Und so setze ich das dann ein. Die Dinger sind relativ schnell platt. Also ich muss mir immer mal neue machen. Alle paar Tage eigentlich. Ich habe dann so mehrere, die ich reihum verwende, weil die sich immer ein bisschen ausdehnen wieder und dann kann ich sie wieder verwenden. Ja, so mache ich das. Und es funktioniert bei mir. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob es bei euch auch funktioniert. Ist ein Selbstversuch, ne? Ich übernehme keine Garantie. Aber für mich hat es viel gebracht und meine Zähne jetzt erstmal vorübergehend gerettet. Ja. Das war mein Video zu den ganzen Aufbissgeschichten, die ich bis jetzt versucht habe. Bis dann. Tschüss.